Eine der ältesten und wohl auch bekanntesten Passstraßen der Schweiz und damit herzlich willkommen bei MYD Travel. Der Simplon-Pass wird seit dem 17. Jahrhundert als Überquerung von den Walliser Alpen in die Leone-Gebirgsgruppe genutzt. Der Pass verbindet das Schweizer Kanton Wallis mit Italien und ist hauptsächlich durch Napoleon bekannt, denn der hat von 1801 bis 1805 die Passstraße befestigen und ausbauen lassen. Später im Zweiten Weltkrieg wurde dann der Pass erneut ausgebaut und hat dadurch dann auch sein Wahrzeichen, nämlich den Steinadler, erhalten. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden erneut Arbeiten aufgenommen, um den Pass weiter auszubauen und ganzjährig befahrbar zu machen. Dadurch wurde der Simplon die bestausgebaute Passüberquerung der Schweiz und eine der wichtigsten Verkehrsadern für Gütertransporte im südlichen Teil der Schweiz von Italien. Auf der Passhöhe gibt es einige kleine Möglichkeiten zu übernachten, aber vor allem auch viele Möglichkeiten zum Wandern und auch ein bisschen die Natur zu genießen, denn die Landschaft auf der Hochebene ist wirklich sehr, sehr besonders. Der Pass ist ganzjährig befahrbar und im Norden fährt man dann auch über die Ganterbrücke. Diese ist mit ihrer S-Form, den 678 Metern Länge und den 148 Metern maximaler Pfeilerhöhe eine der größten Brücken der Schweiz. Sie wurde Ende der 70er Jahre erbaut und ist durch ihre Bauart in der Landschaft wirklich einzigartig. Deshalb kann ich einen Besuch des Simplon-Pass definitiv empfehlen, sei es zum Wandern oder für eine kurze Pause auf der Passhöhe. Einfach ein interessanter und schöner Ort in der Schweiz. In diesem Sinne, das war's soweit mit dieser Folge MYD Travel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Schaut auch auf dem Kanal vorbei. In diesem Sinne, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!